Heute werde ich euch mal zeigen, wie ich dieses kleine Glas sommerlich dekorieren werde. In meinem Fall dient es dann später als Windlicht und das Glas hat jetzt eine Höhe von 10 cm und der Durchmesser beträgt auch 10 cm. An Materialien verwende ich Pampasgras. Ihr könnt aber auch genauso gut dafür andere Gräserwedel verwenden. Zum Beispiel Wedel von einem Schilf, das sähe auch richtig klasse aus. Es muss jetzt nicht unbedingt Pampasgras sein, weil das ist ja auch relativ teuer und dieses Pampasgras war eine Spende von meiner Nachbarin. So, und dann habe ich jetzt hier getrockneten Lavendelschnitt. Der stammt auch aus meinem Garten vom letzten Jahr. Ich hatte den einfach mal beiseite gelegt und den kann man ja dann halt für sowas hier, ja, dann halt noch gebrauchen. Dann haben wir hier ein doppelseitiges Klebeband. Das ist jetzt ein Klebeband, das kann man auf jeden Fall zu 100% auch wieder ganz einfach von den Gläsern später lösen. Damit habe ich jetzt schon des Öfteren gearbeitet. Hier haben wir noch eine Schere für das Klebeband gleich. Und das hier ist eine Schere für den Lavendel nachher. Vielleicht auch fürs Pampasgras, muss ich nachher mal ja, im Laufe des Prozesses entscheiden. Diese Folie hatte ich jetzt schon mal vorab gelöst, weil das ist eigentlich das mühsamste an der ganzen Sache mit dem Klebeband, diese Deckfolie abzufriemeln. Und ich werde jetzt dieses Klebeband um mein Glas drumherum kleben. Mache das jetzt so in etwa einigermaßen auf gleicher Höhe. Muss aber jetzt hier wirklich nicht zu 100% auf gleicher Höhe sein. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn ihr da ein bisschen krumm und schief drumherum geklebt haben solltet. Das kann mal weg. So, hier löst sich ja jetzt schon meine Folie. Machen wir das Ende jetzt hier auch mal drauf. Drückt das hier schon mal an. So, ziehe jetzt diese Folie ab. Ja, und das Pampasgras und auch der Lavendelschnitt werden jetzt wirklich ganz einfach auf diese Folie aufgeklebt werden. Das, was hier unten noch zu lang sein sollte, also an der Stelle, das könnt ihr nachher einfach abschneiden. Und ich werde höchstwahrscheinlich immer mal einmal Pampasgras verwenden, dann nehme ich mal etwas Lavendelschnitt hinzu, einfach so frei Schnauze nach Gefühl einarbeiten. Wird auch stellenweise noch etwas eingekürzt werden, der Lavendel. Dann immer erstmal auf das Klebeband wirklich einfach nur draufkleben. Das hält dann auch erstmal eine Weile, weil das wird auch nachher noch mit einem Band umwickelt werden. Dann hält es auf jeden Fall. So würde das wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann doch mal abfallen. Höchstwahrscheinlich. Aber jetzt, um das jetzt erstmal zu befestigen, ist das echt toll, dieses Klebeband. Zum Umwickeln verwende ich eine Juteschnur. Ja, und ich umwickel das Ganze jetzt so lange, bis ich halt mit der Dichte der Schnur soweit zufrieden bin. Ich lasse aber jetzt auch ein gutes Ende meiner Schnur hier gleich hinausschauen. Mache da jetzt schon mal einen Knoten hinein, damit das nachher nicht die ganze Zeit, ja ich sag mal, hin und her verrutscht. Und wie bereits erwähnt, lasse ich jetzt hier den Anfang schon mal ein gutes Stück hinausschauen, weil der ein oder andere möchte ja vielleicht da gleich noch eine Schleife reinbinden oder halt auch nicht. Ich entscheide das jetzt erst gleich. Und umwickel das Ganze jetzt halt mit der Juteschnur oder Jutekorde so lange, bis mir das halt soweit gefällt. Ja, und dann fehlt halt nur noch das Teelicht, wobei ich noch am Überlegen bin, ob ich noch etwas Granulat in mein Glas gleich hineinstreuen werde. Aber das werdet ihr jetzt gleich sowieso sehen. Ich habe die kleine Schleife jetzt doch abgeschnitten. Mir persönlich gefiel die jetzt optisch überhaupt nicht. Ja, und das hier ist jetzt Muschelgranulat. Damit wird jetzt mein Glas etwas befüllt werden, aber nur etwas. Ich werde jetzt nicht das gesamte Material verwenden. So, gucken wir mal. Schuckel, schuckel, schuckel. Ja, kann auch etwas hinein. Ich glaube, das passt da farblich jetzt ganz gut hinein. Mal schauen. Oder machen wir doch ohne. Jetzt bin ich echt hin und her gerissen. Ihr könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Muschelgranulat weggelassen hättet oder ob ihr das auch genommen hättet. Ja, mal gleich gucken, wenn der Teelicht da drin platziert ist. Ja, und dann ist man mit der Deko auch soweit fertig. Ich glaube, ich muss gerade niesen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen leise. Mal eben justieren. Ja, und so kann auch nichts passieren. Eine große Kerze würde ich jetzt nicht da drin einarbeiten. Ich muss niesen. Einen Moment.
Gott, so, habe ich jetzt extra nicht rausgeschnitten. Wie gesagt, ich musste niesen. Nee, was wollte ich jetzt erzählen? Eine große Kerze würde ich da jetzt nicht einarbeiten. Das ist dann halt hier zu nah dran. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze irgendwann mal in Flammen aufgeht. Und so ist das aber alles ausreichend auf Abstand. Ich fühle mal eben, ja, das ist alles okay soweit. Und ich werde jetzt noch ein zweites Glas sommerlich gestalten. Mein zweites Glas hat eine Höhe von 20 cm und der Durchmesser beträgt auch 20 cm. Ja, und das wird jetzt mal zunächst mit Sand befüllt werden. Die Farbe bleibt jetzt hier auch wieder jedem selbst überlassen. Ich habe mich jetzt für diesen gräulichen Sand entschieden. Muss jetzt mal gleich gucken, wie viel an Sand ich da überhaupt hineingießen, kippen möchte. Ich glaube, eine Packung reicht jetzt gleich sogar. Doch, eine Packung reicht. Ich hatte jetzt sicherheitshalber heute mal 2 Pakete gekauft. Aber nee, das reicht jetzt wirklich schon. So, dann habe ich jetzt hier noch ein, ja, wie nennen wir das denn hier? Deko, Windlicht, Glas, whatever. Und ich habe hier noch so eine kleine süße Pflanze. Ich schaue mal darüber. Ich habe gefragt, wie die heißt. Das ist eine Zimmersukkulente, aber es ist auch leider kein Schild an dieser Pflanze vorhanden. Und die wird jetzt in dieses Glas gepflanzt werden. Zum Pflanzen verwende ich persönlich immer ganz gerne Kakteengranulat. Man könnte jetzt aber auch eine, eine Blumenerde dafür verwenden. Ich fülle das hier jetzt schon mal so weit auf. Ist jetzt auch eine Pflanze, die wird bei mir nur einmal im Monat gewässert werden. Ich glaube, diesen kleinen Piekser, den lasse ich da sogar drin. Das sieht doch ganz nett aus. Ups, ich habe einen Tacken zu viel drin. Wieder rausfriemeln. Mal gucken. Muss man dann natürlich ein bisschen vorsichtig machen bei diesen kleinen Sukkulenten. Das Einfüllen ist jetzt auch etwas friemelig. Ich will da jetzt nicht aus Versehen irgendwas abbrechen. Einfach mit Ruhe und Geduld hier peu à peu das Granulat auffüllen. Ich denke aber, mit dem Kakteengranulat ist es auch bedeutend einfacher, als das jetzt hier mit Blumenerde zu machen. Ich glaube, ich nehme hier gleich diesen Piekser einfach mal hinzu und verteile das. Haha, der hat ja doch einen Sinn und Zweck, dieser Piekser. Aber ich denke mal, ich werde ihn aus dekorativen Zwecken da gleich wirklich drinnen lassen. Wie gesagt, mit Ruhe und Geduld pflanzen. Und ich habe es ja schon gesagt, die wird bei mir einmal im Monat ein Schlückchen Wasser bekommen. Der Nachteil bei so einem Glas ist jetzt letzten Endes auch, man hat halt kein Abzugsloch, wenn man da jetzt aus Versehen zu viel hineingegossen haben sollte. Ich würde mal sagen, von der Menge her einmal im Monat nicht mehr als, ja, sagen wir mal, 2 so kleine Schnapspinchen voll mit Wasser. Mehr sollte man den eigentlich nicht geben. Und ja. Ach, zum Thema Gießen wollte ich euch jetzt noch mal sagen, ich beziehe das Ganze auf die Temperaturen innerhalb meiner Wohnung. Also da reicht jetzt wirklich einmal im Monat nicht mehr als 2 Pinchen voll mit Wasser. So, ich muss hier mal eben meinen Arbeitstisch ein bisschen sauber machen. Ist gar nicht mal schlecht, ne? Hier so als Dekospieß. Ich will nämlich nicht, dass das Glas da gleich drauf rumkratzt. Das ist dann so ein ekliges Geräusch. So, komm mal her. Platzieren wir dich mal. Angießen muss ich die Pflanze jetzt im Übrigen nicht. Die war triefend nass. Tacken zu nass. Ich drehe das jetzt hier mal so etwas in den Sand hinein. Ich gucke mal, ob das schon mal so weit passt. Ja, und dann habe ich hier als nächstes ein paar Muscheln am Start. Die werden jetzt in das Glas einfach hineingelegt werden oder hineingeschmissen. Und als Abschluss kommt noch eine 2 Meter lange Drahtlichterkette hinzu. Ich denke, die wird sich da ganz gut drin machen. Ich hatte noch erst darüber nachgedacht, die um das Gefäß drumherum zu wickeln, aber werde ich wahrscheinlich nicht machen. Das Batteriefach werde ich einfach hinter mein Glas legen, weil in meinem Fall wird man das nachher nicht mehr wahrnehmen. Oder mal anders gesagt, als Hintergrund hat das Glas halt eine Wand.
Man wird mein Glas nicht von allen Seiten betrachten können. Ansonsten hätte man das jetzt auch theoretisch gesehen mit den Muscheln einarbeiten können. Aber im Laufe der Zeit muss man ja auch nur mal irgendwie mal die Batterien auch wechseln können. Und so hat man es halt deutlich einfacher, als wenn ich das jetzt innerhalb dieser Muscheldeko mit eingearbeitet hätte. Alle benötigten Materialien werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung eintragen. Ja, und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.